Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie D Smart Graveling. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Shimano SPD Glieds an eurem Schuh montiert, einstellt und die Frage beantworten, warum ihr das überhaupt machen müsst. Also, falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran, es geht sofort los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Zuerst mal klären wir die Frage, wieso man die Dinger überhaupt einstellen muss. Also jeder von euch hat ja eine gewisse, ich nenne es mal Fußfehlstellung. Der eine hat ein offenes V, der andere ein spitzes V, also eine Außen- oder Innenrotation des Fußes. Und wenn ihr jetzt Fahrrad fahrt und die Glieds einfach nur geradeaus ausrichten würdet, obwohl ihr eine Außenrotation an den Füßen habt, dann habt ihr eurem Fuß im Grunde eine permanente Fehlstellung aufgezwungen, da das ja nicht seine natürliche Haltung ist. Und das geht natürlich auf Dauer auf die Gelenke, was schmerzhaft sein kann. Und aus diesem Grund muss man die Dinger halt einstellen. Der zweite Grund, wieso wir sie einstellen müssen, ist die optimale Kraftübertragung. Im Normalfall können wir mit dem Fußballen die beste Kraftübertragung auf die Pedale ausüben und deswegen sollten die Glieds direkt darunter halt montiert werden. Wenn ihr sie zu weit nach vorne montiert, ist der Hebel sehr lang und man würde versuchen, über die Zehen Kraft zu übertragen, was nicht wirklich gut geht. Und wenn ihr sie zu weit nach hinten montiert, hier verlaufen die Sehnen, Nerven und so weiter und das kann auf Dauer zu Schmerzen führen. Deswegen müssen die Glieds unter dem Fußballen montiert werden, da das nämlich die optimale Position für sie ist. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns an, wie wir das Ganze einstellen. Im Grunde ist es relativ einfach. Als erstes müssen wir Klebeband auf dem Schuh kleben, da wir am Schuh die Position unseres großen und kleinen C-Grundgelenks markieren müssen, also Schuhe anziehen und die zwei Grundgelenke ertasten und markieren. Jetzt den Schuh wieder ausziehen und mit Hilfe eines Seiles oder eines Lineals eine Linie zwischen den zwei Markierungen ziehen und genau in die Mitte muss dann das Glied montiert werden. Also je nachdem, wo der Mittelpunkt ist, verwendet ihr dann die oberen Löcher oder die unteren Löcher. Jetzt müssen wir noch unsere Fußrotation oder Fußfehlstellung rausfinden. Das machen wir, indem wir blind auf der Stelle gehen. Wichtig ist, dass man das 2-3 Mal wiederholt, um sicherzustellen, dass das Ergebnis immer identisch ist. Bei mir steht der linke Fuß etwas nach außen und der rechte Fuß relativ gerade. Das heißt, diese Fehlstellung müssen wir jetzt auf die Glieds am Schuh übertragen. Wichtig, falls ihr eine starke Außenrotation der Füße habt oder wie ich riesige Latschen, dann kann es passieren, dass ihr an der Kurbelstange der Kette oder sonst irgendwo schleift. Dann müsst ihr, falls sich das nicht über die Glieds einstellen lässt, mit Pedalachsenverlängerungen arbeiten. Aber bevor ihr dazu greift, würde ich euch eher empfehlen, zu einem Bikefitter zu gehen. So, kommen wir jetzt zum Einstellen. Am linken Fuß habe ich eine leichte Außenrotation. Damit der Fuß leicht nach außen, nach links zeigt, muss das Glied nach rechts zeigen. Würde der Fuß nach innen bzw. nach rechts zeigen, dann müsste das Glied nach links zeigen. Ich blende euch aber auch nochmal etwas ein, um das Ganze zu veranschaulichen. Nachdem ihr das eingestellt habt, zieht ihr das provisorisch fest und schaut mal auf dem Fahrrad nach, ob ihr schleift oder nicht. Also entweder Schuhe anziehen und testen oder nur den Schuh einklipsen. Wichtig hierbei, die Auslösekraft sollte auf niedrig stehen, damit ihr das Glied nicht gleich wieder verstellt. Falls ihr schleifen solltet oder das Gefühl habt, ihr sitzt mit dem Fuß zu weit nach links oder zu weit nach rechts, dann könnt ihr das noch etwas mit Hilfe dieses Langloches hier anpassen und etwas weiter nach rechts oder nach links gehen. Das müsst ihr aber testen, ob das passt oder nicht. Wenn soweit alles funktionieren sollte oder passen sollte, dann das Ganze festziehen. Shimano sagt 5 bis 6 Newtonmeter und das Ganze dann auf einer Tour testen. Falls ihr Schmerzen haben solltet, dann nochmal etwas anpassen. Falls dann immer noch Schmerzen auftreten sollten, die normalerweise nicht vorhanden sind, dann solltet ihr das Ganze in die Hände eines Bikefitters legen. Dann noch zwei kurze Tipps. Falls ihr einen Drehmomentschlüssel habt bzw. mit dem arbeitet, dann solltet ihr den immer im entspannten Zustand lagern. Ansonsten kann es passieren, dass wenn die Feder hier permanent unter Spannung steht, der Drehmomentschlüssel nicht mehr richtig arbeitet. Heißt, ihr stellt zum Beispiel 5 Newtonmeter ein, aber er löst erst bei
sagen wir mal 10 Newtonmeter aus, was nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Deswegen den Drehmomentschlüssel immer im entspannten Zustand lagern. Und zweiter Tipp, wenn ihr mit dem Drehmomentschlüssel arbeitet und irgendetwas festzieht, dann nicht hier festziehen oder nicht hier festziehen oder nicht hier. Es gibt auf jedem Drehmomentschlüssel hier so eine Markierung und genau dort müsst ihr den Drehmomentschlüssel festhalten, denn nur dort ist gewährleistet, dass die angezeigten oder eingestellten Newtonmeter auch wirklich hier vorne ankommen. Wenn ihr das hier macht, dann ist es nicht mehr gegeben und es kann sein, dass ihr zum Beispiel die Schraube abreißt oder das Gewinde kaputt geht. Deswegen immer hier halten. So, das soll es dann von mir an dieser Stelle gewesen sein. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.